Hallo meine Lieben und willkommen zum Ramadan, Tag 23. Oh mein Gott, ich glaub's nicht, aber dann ist was zu Ende. Das geht so schnell, ich sag's jedes Mal, man denkt immer, das ist so lange, aber das geht so schnell um. Oh, Leute, ja, und ich merke, ich habe echt nicht viele Ramadan-Vlogs euch hier gegeben. Sorry dafür. Ich mache jetzt gerade nur schnell meine Gemüsepaste, die ist nämlich leer. Die benutze ich ja immer so als Gemüsebrühe für alles, was ich halt koche, für alle meine Gerichte. Das habe ich auch erst durch den Thermomix gelernt, weil das hier drin war. Könnt ihr natürlich auch ohne machen. Meine Mama macht das mittlerweile auch zu Hause. Ihr nehmt einfach Gemüse, was halt so suppengrün ist, ne? Also ich nehme zum Beispiel jetzt Stangensellerie. Ich nehme zusätzlich noch ein bisschen Knollensellerie, steht jetzt nicht im Rezept. Und dann habe ich auch noch von der Petersilie, die meine Mama mir aus Polen mitgebracht hatte, aus ihrem Garten, noch die Petersilien, so Wurzeln noch ein bisschen, die Enden, die packe ich mit rein. Ja, Zucchini kommt rein. Was noch? Eine Tomate für so ein bisschen mehr Flüssigkeit. Dann so auch eben Petersilien. Die Stängel von den Petersilien, die kommen auch mit rein. Ein bisschen Zwiebel, Knoblauch. Und dann noch lauter Kräuter, die man eigentlich mag. Ich habe jetzt noch frischen Thymian da, eben frische Petersilie. Das kommt rein. Lorbeer kommt rein. Und das könnt ihr einfach alles, wenn ihr auch so eine Küchenmaschine habt, so ein bisschen klein häckseln, sage ich jetzt mal, dass es so wirklich klein ist. Und dann kocht ihr das Ganze, so minimal Olivenöl kommt noch rein, so ein Schuss, also ein paar Pilze, wer mag, nochmal. Und dann kommt eine Menge Salz. Und dann wird das Ganze einmal aufgekocht und dann habt ihr eigentlich so einen Gemüsebrei. Ja, und der ist halt durch das Salz und dadurch, wenn ihr den auch noch heiß abfüllt in so einem Schraubglas, ist er halt auch länger haltbar. Ich packe das bei mir halt direkt in den Kühlschrank. Ich weiß jetzt nicht, wenn ihr das woanders hinstellen würde, ob es jetzt, wie lange das jetzt haltbar wäre, weiß ich nicht. Aber ich lasse die bei mir im Kühlschrank und verwende die. Und bei mir gehen die ja eh schnell leer. Aber durch das Salz und durch das Einkochen, wenn ihr das heiß abfüllt, ist es trotzdem also länger haltbar. Dann gibt es heute mal ein bisschen vegetarisch. Ich habe jetzt gemerkt, ich habe wirklich jeden Tag eigentlich mit Fleisch gekocht. So gut wie ja. Entweder Fleisch oder Fisch war auf jeden Fall immer dabei. Deswegen heute mal vegetarisch, außer die Suppe, die enthält ein bisschen Hühnchen. Da mache ich die marokkanische Harira. Wird das so ausgesprochen? Harira? 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 Ja, keine Ahnung, wie die ausgesprochen wird, aber die Suppe mache ich. Zum Hauptgang eben was Vegetarisches, und zwar mache ich so ein bisschen Gemüse aus dem Ofen geschmortes. Also so richtig lecker, schön gewürzt und geschmort aus dem Ofen. Und dazu mache ich eben den leckeren Bulgur-Reis. Den wollte ich euch mal zeigen, wie ich den mache. Das schmeckt super, super lecker so. Und das Ganze so mit ein bisschen Joghurt. Das ist so lecker. Also einfach so wirklich dieser Bulgur. Dann dieses geschmorte Gemüse. Und dann so Joghurt. Vielleicht mache ich noch so ein bisschen so ein Knoblauchöl. Also nichts Kompliziertes hier wieder. Achso, ich wollte eigentlich Gulasch machen. Ich gucke mal, ob ich das noch schaffe. Ich weiß ja nicht, wie lange der eigentlich durchziehen muss. Ich habe nämlich diese, beziehungsweise Hikmet hat im türkischen Supermarkt mir diese Blätter gekauft, wo man diesen Gulasch macht. Das habe ich nämlich noch nie gemacht, den Gulasch. Ich guck mal. Ich mache mal erstmal die Gemüsepaste und dann geht's weiter. Also falls ihr eben den Thermomix nicht habt, nehmt euer Gemüse und entweder schneidet ihr das ganz klein oder ihr packt das in irgendeinen anderen Mixer und dann einfach so ein bisschen klein häckseln. Und dann würdet ihr das in den Topf umfüllen und da einkochen. Jetzt kommt nämlich nochmal grobes Salz dazu. Also ist jetzt auf die Menge 120 Gramm, sagt er mir hier. Dann Weißwein oder Wasser, 30 Gramm, also so ein bisschen, damit das halt auch ein bisschen Flüssigkeit hat zum Kochen. Ein Esslöffel Olivenöl. Das waren jetzt vielleicht 2, aber ich habe eh auch ein bisschen mehr reingemacht, als im Rezept ist. 25 Minuten eingekocht. So, das Ganze ist jetzt auch püriert. Und jetzt einfach nur umfüllen. Und das war's. Also es geht super schnell. Und ich brauche keine Gemüsebrühe oder Gemüsebrühwürfel oder sowas kaufen.
Ich habe ja auch lauter fleißige Hämmchen, die mir hier das ganze Gemüse vorbereiten. Schnippeln. Nee, da noch mal kein Rosenkohl. Naja, ist ja nur ein bisschen was drin. Du machst ich pick den ab von euch. Ich liebe Rosenkohl. Kannst du mir dann auf meinen Teller packen, okay? Kein Problem. Musst du nicht essen, du hast hier noch andere Sachen, ne? Sehr schön. Ja, auch frisch geknackte Walnüsse bekommen. Frisch alle geknackt. Na, mal gucken, ob wir das noch schaffen mit dem Gulasch. Ich schau mal. Ich habe auch heute 2 Kinder weniger zum Essen. Naja, muss ich jetzt nicht unbedingt weniger kochen. Ist ja immer wieder mal, letztens waren ja die ganzen Mädels nicht da. Da haben wir nur mit den Jungs gegessen. Die haben doch Iftar. Ja, die Jungs, die machen heute woanders ihr Essen, ihr Fastenbrechen. Ja, ich habe öfters auch mal ein paar Kinder nicht daheim. Eine Glas mache ich direkt so heiß zu. So, und wenn ich das so heiß zumache, dann merkt man das auch, wenn ich das später rausmache, ne, dass da so ein Vakuum entstanden ist. Also das ist dann auf jeden Fall länger haltbar. Also wie gesagt, bei mir kommen die in den Kühlschrank und das ist also Minimum, also auf jeden Fall locker 2, 3 Wochen, das ist ein Monat, ich glaube, da passiert nichts. Sieht aus wie ein Babybrei. Das decke ich jetzt nicht ab, weil da kommt später direkt mein Plastikdeckel rauf, wenn ich das benutzt habe. Ich glaube, ich spüle die Reste hier mit Wasser aus und kann das dann als Dings benutzen auch. Ja, kann ich es auch zumachen. Ready. Also ich mache jetzt eine kleinere Form. So, für uns ist das schon eine kleinere Form von diesem Gulasch. Weil die Kinder meinen, einmal hat es einen Besuch mitgebracht, der letztes Jahr zum Fastenbrechen. Und den Kindern hat es aber nicht so dolle geschmeckt. Aber ich bin der Meinung, weil da halt klassisch Rosenwasser mit reinkommt. Und ich glaube, dass das nicht so geschmeckt hat. Weil ich fand es eigentlich ganz lecker. Das hat ja sowas Milchreismäßiges. Bring mal diese Gulaschblätter vom Vorratsraum. Das sind ja so eine Blätter, die bestehen nur aus Stärke, sonst nichts. Und dann werden die jetzt geschichtet, wie halt bei Baklava, aber halt einfach nur mit warmer Milch übergossen, die dann gezuckert ist und dann theoretisch noch Rosenwasser mit reinkommen würde. Oder ihr könnt so ein Aroma reinmachen, was ihr wollt. Ich denke, ich mache dann halt einfach Vanille rein. Machen wir so eine Vanillemilch. Und dann schichtet ihr ein paar Schichten und dann kann man in der mittleren Schicht eben nochmal Nüsse reinmachen. Und dann wieder weiter schichten, also wie halt bei Baklava. Also es ist eigentlich super einfach. Mache ich mal meine Walnüsse klein. Ich weiß nicht, wie viele ich brauche. Also das sind solche großen Packungen. Und da sind diese fetten Blätter drin. Ich habe jetzt nochmal geguckt. Die bestehen nämlich nur aus Maisstärke und Wasser. Glutenfrei. Also es ist auch ein glutenfreies Dessert. Ich muss nur vorsichtig sein, aber ich werde die ja eh ein bisschen kaputt machen. So sehen die aus. Witzig, ne? Ich mache da jetzt ein bisschen Milch warm. Ich denke, ich mache so 1 Liter. Vielleicht ist es sogar zu viel, aber Milch kann man ja trinken. Oder für den Kaffee später benutzen. Walnüsse, ich weiß auch nicht wie viel. Ich mache jetzt alles Augenmaß. Ich habe jetzt gar kein Rezept, meine Lieben. Ich mache das jetzt einfach so. Wie gesagt, ich weiß, dass man entweder manche eben nur Milch machen, normalerweise an Rosenwasser. Zucker könnt ihr nach Gefühl. Wenn ihr es jetzt ganz healthy haben wollt, könnte man jetzt einfach nur mit Honig die Milch süßen. Könnte man jetzt auch machen. Sie hat ja rumgeheult eben. Oh mein Gott, sie ist wirklich ein kleines Kind. Tofu ist wirklich ein kleines Kind. Sie hat ihr hier Platz gemacht, damit sie da sitzen kann. Ja, sag mal, ich glaube, ich spinne. Die Milch haben wir jetzt warm gemacht. Jetzt mache ich da ein Päckchen Vanillezucker rein. Und ich denke, ich mache auf den Liter Milch jetzt so 1 Teeglas Zucker. Ich meine, das muss ja schon auch ein bisschen süß sein, ne? Das ist ja der einzige Zucker in dem ganzen Ding. Ich denke, ist okay. Eigentlich jetzt Schichten wie eine Lasagne, ne? Jetzt nehmen wir uns diese Blätter. Müssen wir die uns nur ein bisschen zurecht
zupfen. Ich weiß halt nur nicht, wie viel Flüssigkeit, ne? Nicht zu viel machen, nicht zu wenig. Das soll sich ja halt schon alles dann voll saugen. Wer das Rezept kennt, kann ja gerne das reinschreiben in die Kommentare, wer das schon mal gemacht hat. Sehr gerne. Aber ich denke mal, online gibt es Rezepte. Jetzt hatte ich keine Zeit, mir jetzt so eins anzugucken. Ja, hätte ich jetzt mein großes, rundes genommen, wäre eigentlich praktischer gewesen, war. Also auf jeden Fall ist das in dem Sinne einfach und schnell, weil wir müssen nichts backen. Wir müssen hier nur Milch erwärmen. Einzige, was jetzt ein bisschen dauert, ist so ein bisschen das zu schichten. Es würde jetzt schnell gehen, hätte ich direkt meine runde Form genommen. Dann hätte ich das einfach direkt die Blätter nehmen können, aber es geht. Ich wurde auch gerade gefragt, ob das gesund ist. Der ist auf jeden Fall, sage ich mal, besser als Baklava. Weil, wie gesagt, hier besteht das Ganze jetzt aus Maisstärke. Und haben wir halt die gezuckerte Milch. Wie gesagt, man könnte das noch besser machen, indem man die Milch mit Honig süßt. Und dann hat man die Nüsse dazwischen. Und nicht wie jetzt bei Baklava jetzt noch dieser fette Zuckersirup. Und die Schichten sind ja auch noch mit Butter, ne, bei Baklava. Und von daher ist das so ein bisschen freundlicher für die Kalorien. Also ich glaube, ihr bräuchtet auch so 2 Packungen. Und dabei mache ich ja jetzt auch so eine kleinere Form. Und trotzdem benutze ich gerade so viel davon. Ich mache jetzt mal ein halbes Glas Zucker. Jetzt nochmal, sonst finde ich es dann schon wieder zu viel auf die ganze Menge. Wir haben jetzt nochmal nicht ganz einen Liter. Das waren jetzt vielleicht 800 Milliliter Milch nochmal warm gemacht. Aber man merkt, dass das gut einsaugt. Also nicht sparsam sein. Ich dachte erstmal, ich will es nicht zu viel machen. Aber ich merke, das hat schon alles gut eingesaugt. Ich habe die Auflaufform jetzt so gut wie voll bekommen. Jetzt war die Milch auch alle. Das darf jetzt in den Kühlschrank und darf jetzt ein paar Stündchen durchziehen. Ich denke, das soll schon mindestens 2 Stunden im Kühlschrank stehen. Ja, bin ich mal gespannt. Dann kommt ein bisschen Deko und dann schneiden wir und dann probieren wir das später. Riecht halt nach Milchreis. Für die Harira-Suppe brate ich jetzt hier Zwiebeln, Sellerie und Karotten an. So, ich brauche für meinen Bulgur auch noch Zwiebeln. Bei der marokkanischen Suppe gibt es auch unterschiedliche Rezepte. Ich mache jetzt das, wie es mir jetzt so gefällt. Manche geben Kichererbsen mit dazu. Ich gebe später grüne Linsen dazu. Manche machen es mit Nudeln, ohne Nudeln, mit Hühnchen, ohne Hühnchen. Ich mache mit Hühnchen, mit Nudeln. Also man muss sich da nie an so strikte Rezepte halten. Ich habe das Gemüse schön angebraten. Knoblauch habe ich auch noch dazu gegeben, den auch noch mit angebraten. Jetzt brate ich auch noch ein bisschen von meinem Tomaten-Paprikamark mit an. Ich brate auch schon mal ein paar Gewürze mit an. Und zwar Kreuzkümmel. Und dann denke ich, passt sehr gut dazu die Gewürzmischung Ras El Hanout. Hier sind ja verschiedene Gewürze schon dabei. Klein bisschen Minze gebe ich noch dazu. Jetzt gestückelte Tomaten. Dann gebe ich grüne Linsen eben dazu.
Ich denke, die Menge ist ganz gut. Das ist bei mir jetzt, wie gesagt, alles Augenmaß. Gemüsepaste. Und dann gieße ich das mit Hühnerbrühe auf. Dann Salz, Pfeffer. Wer mag, gibt noch ein bisschen Schärfe dazu. Also ein bisschen. Jetzt lasse ich erstmal das Gemüse weichköcheln. Für das Ofengemüse haben wir hier jetzt Rosenkohl, Champignons, jetzt ein bisschen für mehr Protein Kichererbsen und Süßkartoffeln, Zwiebeln. Ich habe jetzt hier ein bisschen rote, ein bisschen weiße. Dann brauchen wir nur noch Olivenöl und würzen nach Belieben mit Salz, Pfeffer. Ich mache hier jetzt auch ein bisschen Ras el Hanout dazu. Ich finde, das passt mit dem Gemüse immer ganz schön. Was hast du denn gemacht, dass deine Nase nass ist? Die ganze Hütchen. Hast du Hühnchen gegessen? Ich glaube, ich brauche doch 2 Backbleche. Dann nochmal obendrauf nochmal ein bisschen Olivenöl, damit auch wirklich alles schön angeröstet wird. Die ganzen Kichererbsen sind auf dem Blech gelandet, aber macht ja nichts. Jetzt kommt das Ganze in den Backofen. Ich mache jetzt noch für den Backofen ein bisschen Knoblauch mit Olivenöl. Und das kommt auch in den Backofen. Für den Bulgur brate ich jetzt hier in etwas Butter und Olivenöl Zwiebeln und grüne Spitzpaprika an. Nicht zu wenig. Das gibt halt lecker Geschmack. Wenn das dann schön angebraten ist, geben wir auch schon den Bulgur dazu. Ich habe hier diesmal, ich hätte jetzt auch Nudeln mit angebraten, aber das habe ich mitgekauft. Schon Bulgur, wo schon braune Nudeln mit dabei sind. Guck mal, was es nicht alles gibt. Also könnt ihr auch schon so im türkischen Supermarkt fertig kaufen. Da muss ich nicht mehr großartig viel anbraten. Ich gucke nur halt, wie viel ich brauche. So ungefähr. Dann gebe ich auch schon die Tomaten dazu. Ihr könnt entweder frische Tomaten nehmen oder eben aus der Dose. Die sind aktuell aromatischer. Dann gieße ich das auch schon ab mit Gemüsebrühe. Ihr könntet hier jetzt auch, wenn ihr habt, Hühnerbrühe dazu geben. Und noch mehr Wasser. Bei dem ist es nicht so wie mit Reis. Also der muss nur so knapp bedeckt sein. Der braucht nicht so viel Flüssigkeit wie Reis. Deswegen gebe ich jetzt auch schon Salz dazu. Und das war es eigentlich auch schon. Deckel rauf, runterschalten und ziehen lassen das Ganze. Die Suppe ist jetzt auch schon so gut wie fertig. Die Linsen sind weich, das Gemüse ist weich. Also geben wir jetzt zum Schluss noch die Nudeln dazu. Ich glaube, ich mache jetzt nicht alles rein. Ich will die jetzt nicht so dick haben. Ich finde die von der Konsistenz schon so ganz gut. Das reicht. Und dann kann auch jetzt noch das Hühnchen zum Schluss dazu. Das hatte ich ja eben schon vorher gekocht gehabt. Klein geschnittene Petersilie. Und jetzt nur noch etwas Zitronensaft. Und das war es dann auch schon. Doch kein Salat, sondern heute wieder was Fermentiertes, weil wir essen ja jeden Tag Salat. Deswegen heute mal wieder fermentierte Tomaten, und zwar grüne Tomaten aus unserem Garten. Flutscht schon eine raus. Die gibt es heute.
Türkü. Das kennt man ja so gar nicht. Also im Polnischen gibt es grüne Tomaten, eingelegte und im Türkischen. Aber im Deutschen kennt man das nicht so. Für diejenigen, die schreiben, ja, grüne Tomaten sind doch giftig. Also es kann schon sein, aber in dieser Menge wird man sich nicht vergiften, weil die Türken essen das schon lange und die leben alle noch. Und auf jeden Fall auch schön das Wasser trinken. Das ist das Beste. Oh, das sind so viele Milchsäurebakterien. Die sind fantastisch. Und das ist die marokkanische Harira-Suppe. Nach Art à la Temis. Ich habe jetzt extra einen großen Topf gemacht. Für 2 Tage. Weil morgen esse ich draußen mit meinen Mädels. Aber ich muss vorher was kochen. Aber dann dachte ich, ich spare mir schon mal die Zeit. Und muss dann morgen schon mal keine Suppe machen. Dieser Bulgur-Reis schmeckt auch richtig lecker, wenn es abgekühlt ist. Könnt ihr auch wie so einen Salat essen. Könnt ihr auch noch andere Sachen dazu geben. Auch super geeignet als Meal Prep. Hähnchen dazu oder Kichererbsen dazu. Ein leckeres vegetarisches Gericht heute. Man merkt direkt, dass 2 Jungs weniger da sind, weil voll viel Essen übrig geblieben ist. Aber umso besser für mich. Dann muss ich morgen noch weniger mal vorbereiten, bevor ich abhaue. Morgen draußen essen gehe. Hier, da habt ihr Bulgursch. Ihr habt Bulgur. Meine Zunge auch manchmal, ne? Spricht sie jetzt Deutsch, Türkisch oder Polnisch aus? Also Bulgur, ihr habt noch Bulgur. Suppe habt ihr auch. Und dann könnt ihr noch, wenn ihr wollt, Fischstäbchen in den Ofen schmeißen und das war's. Und ich muss gar nichts machen morgen. Habe ich frei. Oh, ich nehme mir morgen frei. So, es hat allen so geschmeckt. Da ist noch ein bisschen Gemüse ist noch hier übrig. Nur noch ein ganz klein wenig. Aber dieses Gemüse, glaubt mir, ihr müsst das nachmachen. Hier vermisst ihr kein Fleisch. Vor allem diese kleinen Champignons, ne? Das hat allen so geschmeckt. Richtig, richtig lecker. Und der Joghurt mit dem Knoblauchöl dazu ist so perfekt. Die Süßkartoffeln. Ich liebe ja diese Kombination. Süßkartoffeln und dann Zwiebeln und Kichererbsen. Das allein mag ich sehr, sehr gerne. Und dann eben, wenn ihr Rosenkohl allen schmackhaft machen wollt, dann eben auch so geröstet. Finde ich, wird er eben super lecker. Müsst ihr unbedingt nachmachen. Dann dieser Knoblauchjoghurt dazu. Fantastisch. Ich hätte das so allein essen können. Da braucht man nicht mal unbedingt den Bulgurreis noch dazu. Und macht voll. Und macht voll, ne? Richtig voll. Und alles gesund. Alles gesund und lecker. Muss nicht immer Fleisch sein. Hier haben wir ja Proteinquelle, ist ja hier die Kichererbse auch. Die Champignons waren ja fast wie Fleisch. Ja, Champignon ist immer schöne fleischige Alternative. So viel Gemüse ist noch übrig geblieben. Noch mal ein bisschen warm machen vielleicht, ein bisschen Joghurt drüber. Und 2, 3 Fischstäbchen. Reicht doch. Reicht. Reicht. Ich mache jetzt die Küche sauber. Und dann gucken wir, ob der Nachtisch schon ready ist.
Gulasch mehr? Gulasch. Oh. Ja, ich bin gespannt, ob der was geworden ist. Warum weiß ich davon nichts? Tja, jetzt weißt du es ja. So klassisch würde jetzt hier noch Granatapfel oben drauf kommen. Habe ich aber nicht da. Deswegen nur als schöner grüner Kontrast. War jetzt Pistazie, obwohl wir Walnuss drin haben. Aber Pistazie ist teuer. Deswegen kommen die nur oben drauf. Zum ersten Mal Gulasch gemacht. Mal gucken, ob es geworden ist. Also sieht schon mal so aus, als wenn es so aussehen soll. Das ist was geworden. Es ist gut, das ist nicht zu süß. Mit den ich weiß nicht, was wir gegessen hatten. Was waren da drin? Wisst ihr das noch, was drin war? Waren es Haselnüsse? Sehr gut. Bin ich zufrieden. Könnt ihr so nachmachen. Mit Zucker war auch gut. Also es ist genau für mich, es ist wenig süß. Ich habe ja in den ersten Liter Milch hatte ich ja ein ganzes Teeglas Zucker. Und in den zweiten, wo es nicht mehr ganz 1 Liter war, also ich habe ungefähr 1,8 Liter Milch verwendet für die Menge. Und fast 2 Packungen Gulasch. Und es waren 1,5 Teegläser Zucker und 2 Päckchen Vanillezucker. Oh Gott, die Spülmaschine im Hintergrund. Wir genießen jetzt unseren Gulasch noch mit einem Glas Tee dazu. Entspannen und genießen noch den Abend. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das der Fall war, dann lasst ihm sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten findet ihr hier das letzte Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!